Die Reise zum Deutschsprechen, ganz ohne Sprachkurs. Stell dir vor, du sitzt in einem Berliner Café, der Löffel in der Hand, aber dein Kopf ist leer, wenn es darum geht, etwas zu bestellen. Du kennst die deutschen Sätze, aber sie fallen dir einfach nicht ein. Genau so ging es mir früher auch. Jeden Morgen saß ich im Unterricht, paukte Grammatik. Abends traf ich mich mit Freunden zum Feiern, und am nächsten Morgen war alles vergessen. Der Unterricht hatte feste Zeiten. Der Lehrer sprach, wir hörten zu. Doch draußen auf der Straße, wenn ich auf Deutsche traf, war ich sprachlos. Einmal fragte mich ein deutscher Freund, wie heißt du? Ich stammelte nur und nickte. Peinlich. Alle lachten, weil ich Deutsch lernte, aber nichts sagen konnte. Ich fühlte mich entmutigt und unsicher. Doch ich erkannte, um eine Sprache wirklich zu beherrschen, reicht der Unterricht allein nicht aus. Der Unterricht ist nur die Grundlage. Das Eintauchen in die deutsche Umgebung bringt dich wirklich weiter. Nach diesem peinlichen Erlebnis beschloss ich, meine Lernmethode zu ändern. Statt nur still im Unterricht zu sitzen, begann ich, verschiedene Methoden zu Hause anzuwenden. Nach jeder Unterrichtsstunde verbrachte ich nicht Stunden damit, Wörterbücher zu durchforsten oder Grammatikregeln auswendig zu lernen. Stattdessen konzentrierte ich mich täglich 15 bis 20 Minuten effektiv auf das Lernen. Zum Beispiel hörte ich kurze Dialoge und sprach sie laut nach oder stellte mir Alltagssituationen vor und übte passende Sätze. Laut Babbel, einer bekannten Sprachlernplattform, reichen 15 Minuten tägliches Lernen aus, um eine Sprache fließend zu sprechen. Es geht nicht um die Dauer, sondern um die Regelmäßigkeit. Doch Zeit allein reicht nicht aus. Die richtige Strategie ist entscheidend. Früher betrieb ich Binge Learning. Ich versuchte, in einer Sitzung so viele Vokabeln und Grammatikregeln wie möglich zu lernen. Das Ergebnis? Ich vergaß alles sofort wieder. Ich erkannte, dass stundenlanges Lernen an einem Tag zu viel war. Babbel empfiehlt stattdessen, das Lernen aufzuteilen. Morgens 3 Minuten, mittags 5 Minuten, abends 7 Minuten, aber täglich. Diese kleinen, regelmäßigen Einheiten helfen dem Gehirn, Informationen besser zu speichern, ohne überfordert zu sein. Ich erstellte einen Lernplan. Jeden Morgen hörte ich 10 Minuten lang einen deutschen Dialog. Abends las ich eine kurze deutsche Geschichte oder hörte ein deutsches Lied, während ich mich selbst aufnahm. Mit der Zeit summierten sich diese kleinen Schritte zu spürbaren Fortschritten. Ein weiterer Tipp, den ich anwendete, war Shadowing. Eine Technik, bei der man das Gesagte sofort nachspricht. Es ist wie ein Papagei. Man hört einen Satz und wiederholt ihn sofort, inklusive Intonation und Rhythmus. Anfangs dachte ich, das sei nur Nachplappern, aber es war erstaunlich. Nach kurzer Zeit sprach ich natürlicher und verstand die Sätze besser. Fluentu, eine Online-Sprachlernplattform, betont, dass Shadowing nicht nur beim Sprachenlernen hilft, sondern auch die Aussprache und Flüssigkeit verbessert. Ich wählte kurze Videos mit langsam sprechenden Deutschen oder ruhige Lieder, schaltete Untertitel ein und wiederholte die Sätze sofort. Anfangs war es chaotisch, aber nach einigen Wochen konnte ich ihre Betonung und Sprachmelodie nachahmen. Beim nächsten Kaffeebesuch antwortete ich plötzlich auf Deutsch, ohne zu zögern. Neben dem Shadowing schuf ich mir eine virtuelle Kommunikationsumgebung. Zu Hause sprach ich mit mir selbst auf Deutsch, sei es vor dem Spiegel oder beim Kochen. Anfangs war es ungewohnt, aber ich stellte einfache Fragen wie geht es dir heute? Und beantwortete sie selbst, auch wenn die Grammatik nicht perfekt war. Nach einigen Tagen entwickelte ich eine automatische Reaktion. Wenn mich jemand fragte, hatte ich sofort eine Antwort parat. Manchmal nahm ich mich auf und hörte es später an, um Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Diese Methode half mir, Fehler zu identifizieren, die im Unterricht oft unbemerkt blieben. Studien zeigen, dass interaktive Kommunikation und sofortiges Feedback entscheidend sind, um eine Sprache wirklich zu beherrschen. Durch diese Selbstgespräche fühlte ich mich, als würde ich mit einem unsichtbaren Freund sprechen, und es war äußerst effektiv. Ich nutzte jede Gelegenheit, um Deutsch zu hören. Ich schaute deutsche Filme, hörte deutsche Musik und Podcasts beim Busfahren oder Putzen. So schuf ich eine deutsche Umgebung für mich selbst. Ich hörte Vlogs mit deutschen Untertiteln,
las sie mit und wechselte später zu Videos ohne Untertitel. Allmählich gewöhnte sich mein Ohr an die Sprache und ich erweiterte meinen Wortschatz. Viel Hören verbessert auch das Sprechen, da man die Aussprache und den Satzbau übernimmt. Sprache muss in den Alltag integriert werden. Ich klebte deutsche Etiketten auf Haushaltsgegenstände, zum Beispiel der Kühlschrank auf den Kühlschrank, damit ich die Wörter automatisch lernte. Manche mögen lachen, aber mit der Zeit reagierte mein Gehirn automatisch. Beim Anblick des Kühlschranks dachte ich sofort an der Kühlschrank, ohne im Wörterbuch nachzuschlagen. Ein konkretes Beispiel. Ich hatte eine deutsche Kollegin namens Lena. Sie bemerkte, dass ich zögerte, Deutsch zu sprechen, und half mir. Jedes Mal. Wenn ich auf Englisch sprach, korrigierte sie mich sanft auf Deutsch. Wenn ich sagte, Your pen is on the table, antwortete sie mit, Dein Stift liegt auf dem Tisch. Anfangs war ich etwas gekränkt, aber später war ich ihr dankbar. Sie zwang mich, auf Deutsch zu denken, statt Wort für Wort zu übersetzen. Allmählich gewöhnte ich mich daran, nicht mehr ins Englische zu übersetzen. So trainierte ich mein Gehirn, direkt in Deutsch zu denken. Wenn ich einen Stift sah, dachte ich sofort an Stift, ohne zuerst an das englische Wort zu denken. Tatsächlich betont Kai Bleiff die Bedeutung des Denkens in der Zielsprache, statt Satz für Satz zu übersetzen. Auch ohne Lena kann man das üben. Wenn man eine Pflanze sieht, denkt man sofort an die Pflanze, ohne an das Wort plant zu denken. Diese Methode mag anfangs ungewohnt sein, aber sie verbessert die Reaktionsfähigkeit und die Sprechgeschwindigkeit erheblich. Ich nutzte jede Gelegenheit. Ich trat Online-Gruppen zum Deutschlernen bei, chattete mit deutschen Freunden und hatte keine Angst vor Fehlern. Angst vor Fehlern bremst nur den Fortschritt. Ein Freund, der Deutsch lernte, sagte einmal, jeder Fehler ist eine Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Tatsächlich lernte ich aus jeder Korrektur und machte denselben Fehler nicht noch einmal. Deshalb blieb ich offen und sagte mir, Fehler machen ist okay, ich lerne noch. Am Ende erkannte ich, dass Ausdauer und Freude am Lernen entscheidend sind. Manchmal war ich frustriert, weil ich nicht fließend sprechen konnte, aber ich dachte, in einem Jahr werde ich es können. Und das motivierte mich. Jede Methode braucht Zeit, um Wirkung zu zeigen. Der Psychologe Anders Ericsson sagte, dass man 10.000 Stunden gezieltes Üben braucht, um eine Fähigkeit zu meistern. Jeder kann mit Geduld und Übung eine natürliche Aussprache erreichen. Vergleiche dich nicht mit anderen. Verbessere dich jeden Tag ein wenig. Heute magst du einen Satz falsch sagen, aber morgen korrigierst du ihn. Mit der Zeit wirst du überrascht sein, wie sehr du dich verbessert hast. Zusammenfassend: Deutsch lernen im Alltag ist herausfordernd, aber nicht unmöglich, auch ohne Unterricht. Kai Bleiff und andere Experten betonen, lerne nicht nur für Noten, sondern um zu kommunizieren. Wenn du flexibel lernst, aktiv Gelegenheiten zum Sprechen suchst und geduldig mit dir selbst bist, wirst du Erfolg haben. Stell dir vor, du kannst bald selbstbewusst mit Deutschen sprechen. Flugtickets buchen oder Filme ohne Untertitel schauen. Alles beginnt mit kleinen täglichen Schritten. Ich war einst schüchtern und unsicher, aber jetzt spreche ich fast wie ein Deutscher. Du kannst das auch erreichen, wenn du heute beginnst. Mit Ausdauer, Kreativität und einem unermüdlichen Lernwillen kannst du Deutsch zu deiner zweiten Sprache machen. Gib niemals auf. Nutze deine anfänglichen Fehler als Sprungbrett für deinen Fortschritt. Viel Erfolg auf deiner Reise, Deutsch zu lernen, ganz ohne Sprachkurs.